Fahrwerke. Ja. Ein Fahrwerk ist letztendlich immer ein Kompromiss. Zu Fahrwerken hat natürlich jeder irgendwie seine eigene Meinung. Also die einen mögen das einstellbar, die anderen eben nicht. Und ich bin eben der Meinung, da wir Autos bauen, mit denen man fahren will, finde ich, dass du immer ein Setup brauchst, was einfach funktioniert. Sei es für die Straße oder eben auch für die Rennstrecke. Wir sind ja keine Profis in Bezug auf Rennstrecke und haben halt keine Lust, wenn wir auf einen Trackday zu fahren, da jetzt 2 Stunden Fahrwerk abzustimmen. Das bringt uns ja eigentlich auch gar nicht weiter. Wir wollen da hingehen, wollen Spaß haben, das Auto soll funktionieren. Somit verwende ich für unsere Autos hier in der Manufaktur eigentlich nur 2 Optionen. Das eine ist ein Straßenfahrwerk, was aus einem Bilstein B6-Dämpfer besteht, kombiniert mit einer Feder von Eibach, weil das wunderbar harmoniert. Wenn du Trackdays fahren willst, dann verwenden wir ein Clubsportfahrwerk von H&R und kombinieren das mit Stabilisatoren, was der einzig einstellbare Bereich ist. So, neben Stoßdämpfern und Federn ist das zweite Element sind die Buchsen der vorderen Querlenker und der hinteren Schräglenker. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier, wie man im Standard erkennen kann, sind die Gummi gelagert und man kann die auch steifer machen. Also im kompromisslosen Motorsport verwendest du da Unibalgelenke, das sind Stahlkugelgelenke und dann hast du überhaupt keine Bewegung mehr. Was dieser Lenker aber machen soll, der ist so eingebaut im Fahrzeug, das ist in dem Fall ein linker. Man kann gut erkennen, dass die hinteren Gummis durchgängig sind und somit steif und die vorderen haben hier Ausbuchtungen, damit die arbeiten können. Was das bewirken soll ist, wenn du mit dem Auto um eine Rechtskurve fährst und trittst auf die Bremse, will das Rad nach hinten, was es dann auch macht, und der Lenker gibt hier ein Mühe nach. Das heißt, das Auto macht Folgendes, der Lenker dreht sich im Prinzip dann vorne raus und das Auto lenkt automatisch minimal gegen. Und das ist dazu gedacht, um das Giermoment des Hecks abzufangen. So ist das serienmäßig verbaut. Es hat natürlich logischerweise auch Nachteile, weil das Lenkgefühl wird indirekter, ja, weil die Gummis logischerweise immer arbeiten, auch wenn du das anlenkst. Und alternativ kann man anstatt dieses Gummimetalllagers hier ein Polyurethanlager verwenden. Dann hast du natürlich diese Gegenlenkbewegung nicht mehr, aber das Lenkgefühl wird halt wesentlich direkter. Und das stelle ich meinem Kunden immer frei. Der soll sagen, was er haben will. Ja. Das ist natürlich komfortbetonter und das ist halt einfach direkter. Das gleiche gilt logischerweise für die Hinterachslenker auch. Ich habe nach einer Alternative gesucht zu den Originalstoßdämpfern und den Federn, denn die Fahrzeuge stehen ja serienmäßig sehr hoch. So, die haben eine Verstellmöglichkeit von 40 mm Vorder- und Hinterachse, die eigentlich nur sekundär als Höhenverstellung dient, sondern es dient eigentlich dazu, um die Radlasten perfekt einzustellen. So, wonach ich gesucht habe, war nach einer Fahrwerkskombination, die ein bisschen tiefer ist und ähnlich komfortabel, damit ich mit der Höhe ein bisschen spielen kann. Wenn man mit diesen Autos auf der Autobahn fährt und man fährt recht schnell, dann tut denen das ganz gut, wenn die ein bisschen weniger Höhe haben. Da zieht weniger Luft unter das Auto und die wirken halt stabiler. Und das ist der Grund, warum wir dann halt gesagt haben, wir wollen ein Fahrwerk verwenden, was eben nicht von Porsche kommt. Und da haben wir dann verschiedene Sachen ausprobiert und sind dabei gelandet, dass der Bilstein B6-Dämpfer mit der Eibach-Feder der beste Kompromiss ist. Wir stellen dann die Höhe ein, die ähnlich der Höhe von einem RS ist. Und dann verwende ich auch 2 Möglichkeiten der Spureinstellung. Wenn das Auto ganz normal im Alltag bewegt werden soll und jeden Tag rollen soll, dann nehme ich halt die Spur- und Sturzwerte des Straßenautos. In der Regel gehe ich aber hin und nehme die vom RS. Die sind ein bisschen fokussierter, du hast halt ein bisschen mehr Sturz und
dann funktioniert das genauso. Und wenn du halt mit dem Auto da Landstraßen fährst und so, dann lenkt das alles ein bisschen schöner an. Ja. Wie lange befasst du dich mit dem Thema schon? Seitdem ich anfange, mich auf Rennstrecken rumzutreiben. Und da kommst du logischerweise an den Punkt, wo du dich mit Fahrwerksgeometrie auseinandersetzen musst. Ja? Weil du hast ja das Straßenauto, ich habe ja mit dem Straßenauto angefangen und dann merkst du irgendwann, da kommst du nicht weiter und dann musst du halt einfach gucken, woran es liegt. Und dann kaufst du natürlich erstmal irgendwie ein Fahrwerk, aber das Fahrwerk allein ist es ja nicht. Denn das federt und dämpft dann auch vielleicht besser und das Auto rollt auch weniger, aber die Geometrie muss ja auch stimmen. Und da hast du natürlich ganz andere Anforderungen. Da brauchst du einen viel höheren Sturz, damit du, wenn du einlenkst, also auf der Geraden steht dein Rad so, wenn du einlenkst, der Reifen wird rumgedrückt, dass du eine vernünftige Auflagefläche hast. Ja? Und dann, entweder man lässt das machen oder man setzt sich damit auseinander. Und ich habe dann angefangen, darüber zu lesen und mich zu informieren und das dann auch selber auszuprobieren, damit ich das auch merke. Und das ist wie alles hier genauso entstanden.